Der Dunlop Qualifier Core ist der günstige Einsteiger in die Hypersport-Reifenwelt von Dunlop. Wie sich der Reifen auf der Straße schlägt, haben wir auf der 1290 Super Duke R für euch herausgefunden. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Dunlop Qualifier Core für euch auf der KTM 1290 Duke im Test. Und da die KTM 1290 Duke ja schon ein sehr performantes, drehmomentstarkes Motorrad ist sie auch die richtige Maschine, um dem günstigen Hypersportreifen von Dunlop einmal auf den Zahn zu fühlen. Prinzipiell ist es so, dass der Dunlop Qualifier Core von Dunlop im Hypersport-Segment für die Straße zugeordnet wird, aber laut der Darstellung auf der Website auch einen kleinen Rennstreckenanteil mitmachen können soll. So viel aber schon mal vorweg. Auf der Rennstrecke sehen wir den Dunlop Qualifier Core überhaupt nicht. Hier würden wir ihn auch nicht einmal Einsteigern empfehlen. Da gibt es einfach bessere Optionen, die nur ein paar Euro mehr kosten. Und dann hat man auch was Vernünftiges auf der Rennstrecke. Da fehlt es dem Reifen im Endeffekt einfach an Finesse, an Feedback und so weiter. Deshalb schon mal ganz klar, bevor wir mit dem Test hier beginnen, für uns ist der Dunlop Qualifier Core ein reiner Straßensportreifen. Der größte Vorteil des Dunlop Qualifier Core ist auf jeden Fall sein Preis. Je nach Größe bzw. Ersatzgröße bekommt man den Reifen schon für rund 200 Euro nagelneu. Da ist man schon in einem Preissegment, da gibt es nicht viel Konkurrenz, vor allem für Markenware wie Dunlop, Bridgestone oder Michelin. Aktuell wäre da vielleicht noch der S21 ein guter Konkurrent, der für uns aus unserer Sicht in jeder Hinsicht besser ist und in einem ähnlichen Preissegment liegt. Trotzdem hat der Qualifier Core auch seine Daseinsberechtigung und die ist vor allem in der Haltbarkeit bzw. Laufleistung zu finden, aber dazu später mehr. Gehen wir doch einfach mal die einzelnen Punkte im Test durch. Der Grip auf trockener Straße hat uns in dieser Preisklasse auf jeden Fall generell mal überzeugen können und das gilt vor allem am Hinterrad. Die 1290 Super Duke, die hat ja schon ordentlich Leistung und Drehmoment und da waren wir doch sehr überrascht, wie gut das der Qualifier Core wegsteckt. Der Hinterradgrip ist wirklich ausgezeichnet, natürlich kommt die Traktionskontrolle hin und wieder. Das ist dann aber auch wahrscheinlich der etwas härteren Abmischung geschuldet, die diese höhere Laufleistung mitbringt, aber prinzipiell griptechnisch am Hinterrad sehr, sehr solide und vor allem auf Maschinen, die so im 110 PS Bereich oder darunter liegen, muss man wirklich sagen, sollte dieser Reifen vollkommen ausreichen. Vor allem, wenn man ein reiner Straßenfahrer ist, der vielleicht auch keinen extrem sportlichen Fahrstil pflegt, ist der Qualifier Core in der Mittelklasse auf jeden Fall immer ausreichend aus unserer Sicht. Am Hinterrad. Der Vorderradgrip hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Hier hat es neben Feedback auch irgendwie an Verzögerungsleistung beim harten Anbremsen gefehlt. Der Reifen hat sich eher hart angefühlt, wenig Feedback geliefert und leider kam auch unabhängig von der Außentemperatur und unabhängig von der Asphalttemperatur, also das war bei allen Temperaturbereichen so, relativ oft das ABS am Vorderrad, was uns halt im sportlichen Betrieb
mit teureren Hypersport-Reifen so gut wie nie passiert ist. Das Aufwärmverhalten des Dunlop Qualifier Core ist übrigens als sehr gut zu bezeichnen. Der Reifen kommt nach wenigen Metern schon gut auf Temperatur und die hält er auch lange. Am Hinterrad hat auch extrem langes, extrem sportliches Fahren den Reifen nicht zum Überhitzen gebracht. Der Reifen fühlt sich zwar richtig satt warm an, aber er beginnt dann auch nicht zu schmieren. Also von der Thermik her muss man sagen, ist der Qualifier Core schon ziemlich gut. Hier gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Im Nassen sind wir den Qualifier Core ebenfalls ausführlich gefahren und auch hier muss man sagen, bei Nässe funktioniert er solide. Er bietet genügend Grip für eine normale Straßenfahrt, also besonders extrem sportlich haben wir es dann nicht angehen lassen, da es einfach keinen Sinn macht, jetzt bei Regen auf der Super Duke das letzte Quäntchen Performance rauszuholen. Aber er lässt sich bei Nässe solide weiterfahren, im Rahmen der erlaubten Geschwindigkeiten im Straßenverkehr gefahrlos nutzen. Und wenn er dann am Hinterrad durch die Gashand ein bisschen zum Ausbrechen neigt, dann kündigt sich das schön an und er kann auch wunderbar wieder eingefangen werden. Also der Nassgrip ist jetzt für uns rein subjektiv ausreichend für diese Preisklasse und vor allem auch für die gemächliche, normale Straßenfahrt im Alltag oder auf der Landstraße. Die Bremseigenschaften beim Qualifier Core, die haben uns leider nicht so überzeugen können. Am Vorderrad fehlt, wie schon gesagt, ein bisschen der Bremsgrip. Es kommt relativ oft das ABS. Außerdem wirkt jetzt beim starken Bremsen über das Vorderrad das Motorrad leicht nervös. Das Hineinbremsen in die Kurve ist zwar möglich, es ist gar kein Problem, aber es hat uns da einfach an Feedback und Vertrauen gefehlt. Der Reifen fühlt sich einfach ein bisschen hart an, der gibt wenig Rückmeldung über den Straßenbelag, über den Fahrzustand. Die Bremseigenschaften also jetzt nicht unser Favorit im Sportbetrieb. Auch das reicht im Alltag vollkommen aus und für den normalen Fahrer sicher immer ausreichend. Nur für uns jetzt auf einer KTM 1290 Super Duke, die auch gerne mal sehr, sehr sportlich über die Landstraße förmlich ballern, sage ich jetzt mal, ist es einfach nicht das, was wir uns wünschen würden. Und deshalb auch schon die Einordnung, dass wir sagen, also für die Rennstrecke wäre der Reifen jetzt aus unserer Sicht gar nichts. Der Fahrkomfort des Qualifier Core ist so im Mittelmaß. Wir finden, dass der Reifen eher sehr hart abgestimmt ist. Das resultiert dann in einem bisschen hölzernen Fahrverhalten. Also der Reifen bietet er keine hohe Eigendämpfung. Er hat insgesamt ein etwas härteres Fahrgefühl. Diese Eigenschaft muss man mögen. Er fährt sich schon relativ komfortabel auf der Landstraße. Also es ist jetzt nicht so, dass alles komplett durchschlägt. Aber er ist halt auch nicht einfach so soft und weich und schön zu fahren wie zum Beispiel ein Michelin. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der uns am allermeisten überrascht und überzeugt hat. Und das ist der Reifenverschleiß. Normalerweise ist es so, dass Budgetreifen oder günstige Einstiegsreifen mit kurzen Laufleistungen zu kämpfen haben, weil sie einfach ältere Vorgängermodelle sind, die noch nicht so weit waren mit der Weiterentwicklung im Hinblick auf die Laufleistung oder wahrscheinlich auch absichtlich so konstruiert werden, dass sie kürzer halten, um eben den günstigen Preis im Endeffekt auszugleichen. Das ist jetzt beim Qualifier Core überhaupt nicht der Fall. Also der Reifen ist dermaßen verschleißresistent, vor allem am Hinterrad. Die Super Duke, die radiert ja die Reifen förmlich ab. Also so ein Power Cup 2 oder ein Rosso Corsa 2, die halten da nicht lange, muss man ehrlich sagen. Und der Qualifier Core hat etliche 1000 Kilometer mitgemacht. Er hat keinen Abrieb gezeigt.
Auch nach extrem sportlicher Fahrt ist er nicht abgeflattert, hat er sich nicht aufgelöst. Und vor allem war optisch kaum zu erkennen, dass Profil flöten geht. Sprich, der Reifen ist extremst verschleißresistent und auch auf leistungsstarken Fahrzeugen lange nutzbar, vor allem wenn man sehr sportlich fährt, trotzdem extrem haltbar. Im Hinblick auf die Fahreigenschaften gehen wir zunächst einmal auf die Stabilität ein, auch die Kurvenstabilität. Und der Qualifier Core zeigt extrem hohe Stabilität und Spurtreue, vor allem auch auf der Autobahn. Bei hohen Geschwindigkeiten fährt er sich wirklich sehr satt, ist sehr, sehr schön zu fahren. Und in langen Kurven im Highspeed-Bereich liegt er auch sehr, sehr stabil in der Schräglage. Folgt der Linie auch präzise. Es macht richtig Spaß. Wir sehen den Qualifier Core daher irgendwie so auf großen Sporttourern wie einer Hayabusa oder einer Kawasaki ZX14. Gerade auch im sportlichen Autobahn-Touring mit langen Hochgeschwindigkeitskurven. Da passt er für uns vom Fahrgefühl relativ gut. Auch wenn wir agilere Reifen etwas mehr schätzen, so hat uns der Qualifier Core wirklich gut gefallen in dem Hinblick. Er hat halt eben nicht dieses ganz nervöse Fahrgefühl, sondern ein schön sattes, stabiles Fahrgefühl, was, wie schon gesagt, wunderbar halt zu schweren Maschinen und zum Sporttouring passen dürfte. Im Hinblick auf die Agilität braucht der Reifen dann aber immer ein bisschen Nachdruck. Auch das Feedback beim Einlenken lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Vor allem in Wechselkurven braucht man dann schon guten Kraftaufwand, um den Reifen umzuwuchten. Deshalb ist der Qualifier Core eben für Fahrer besser geeignet, die ein stabiles Fahrverhalten schätzen. Im Hinblick auf das Aufstell- und Abkippmoment neigt der Qualifier Core ganz leicht zum Aufstellen beim Bremsen in Schräglage, was jetzt aber nicht so schlimm ist. Beim Hineinbremsen in Kurven zeigt der Reifen jedoch keine Tendenz zum Einkippen, was ein gewisses Maß an Stabilität in das Fahrverhalten bringt. Und generell gefällt uns so das Aufstellmoment und das Abkippverhalten sehr gut. Der Reifen fährt sich da schön neutral. Der Qualifier Core wird von Dunlop auch mit spezifischen Luftdrücken für die Rennstrecke angegeben. Und so haben wir auf der 1290 Super Tube den Reifen mit 2,3 Bar vorne und 2,2 Bar hinten im Kaltzustand gefahren. Und da müssen wir sagen, das hat sehr gut funktioniert. Vor allem der niedrigere Druck hinten bringt gut Wärme in den Reifen. Und da hat eigentlich das gesamte Paket sehr gut funktioniert. Dunlop gibt so einen Zieldruck warm mit 2,5 und 2,7 an. Im Road Racing sollen es dann nochmal plus 0,1 Bar sein. Aber um ehrlich zu sein, sehen wir den Reifen da nicht. Aber auf einer 1290 Super Tube kann man ihn wunderbar mit ein bisschen abgesenkten Luftdrücken fahren und dann funktioniert er auch nochmal ein bisschen besser. Die Optik des Dunlop Qualifier Core ist auch ein Punkt, der uns sehr gut gefallen hat. Vor allem das 190er Hinterrad. Das sieht schon sehr, sehr mächtig aus. Der Reifen baut sehr breit. Und das Profildesign, das wir auch sehr schön finden, das lässt den ganzen Reifen noch breiter wirken. Also wenn es jetzt nur um die Optik gehen würde, dann wäre der Qualifier Core einer unserer Favoriten am Hinterrad, weil der halt schon ein richtig mächtiger Schlappen ist. Vorderradprofil sieht auch ziemlich gut aus für einen Straßenreifen. Also optisch gesehen muss man echt sagen, ist es ein schöner Reifen, der uns persönlich gut gefällt und halt auch ordentlich was durch die Breite hermacht oder durch die breite Optik hermacht. Der Dunlop Qualifier Core ist in den Größen 120 bis 200 auf dem Markt verfügbar. Gibt es auch in der Supermoto Größe 160 und in der Superbike Größe 200. Sprich, der ist wirklich für ein großes Einsatzgebiet an Motorrädern nutzbar und gerade auch im Alltags- und Straßenbetrieb sicher eine super Alternative. Wem würden wir jetzt den Qualifier Core empfehlen?
Also prinzipiell kann man sagen, Alltagsfahrern kann man den Reifen immer und uneingeschränkt empfehlen. Dann Leute, die einen Markenreifen wollen, der relativ günstig ist, können auch ohne Sorge zuschlagen. Und Personen, die viel auf der Autobahn unterwegs sind, die viel mit schweren Maschinen sportlich unterwegs sind, in Highspeed-Kurven, langgezogenen Kurven und eine hohe Haltbarkeit möchten, zum Beispiel zum Sporttouring, da kann man den Qualifier Core ebenfalls empfehlen. Aus unserer Sicht ist er ein perfekter Sport-Touring-Reifen, auch wenn er so nicht bei Dunlop gelistet wird. Er wird als Hypersport-Reifen gelistet, aber für uns ein Sport-Touring-Reifen, da funktioniert er gut, da macht er Freude und vor allem da schont er den Geldbeutel. Unser Fazit zum Dunlop Qualifier Core: Der Reifen kann gekonnt Alltag, Hypersport und sportliches Touring miteinander verbinden. Für die Rennstrecke ist er nichts, aber er verbindet einen extrem günstigen Preis mit einer hohen Haltbarkeit. Und obwohl der Qualifier Core definitiv nicht unser Lieblingsreifen ist, leistet er sich keine großen Schnitzer und ist durchaus eine Empfehlung wert. Wir hoffen, dass euch unser Dunlop Qualifier Core Test gefallen hat und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Motorradfahren und eine schöne Saison.